Moin, ich bin Alex und ich bin über 3800 Kilometer mit dem Fahrrad von Bremen bis nach Istanbul gefahren und heute gucken wir uns das Fahrrad mal im Detail an. Let's go! Das ist alles so scheiße, ey. Direkt zu Beginn will ich aber erwähnen, dass ich für nichts hiervon bezahlt werde. Es gibt kein Sponsoring, ich habe mir alles daran selber gekauft. Wir können ja sehr gerne mal in den Kommentaren diskutieren, was hätte ich besser machen können, was hätte ich anders machen können, was würdet ihr stattdessen mitnehmen. Ich habe natürlich meine eigene Meinung dazu, werde euch am Ende auch verraten, was mein absoluter Lieblingsgegenstand ist, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und jetzt fangen wir mal mit der Sache an, wo sich Sparen wirklich nicht lohnt, und zwar beim Bike. Let's go! Man erkennt das hier leider gerade nicht mehr ganz so gut. Es handelt sich hier auf jeden Fall um ein Track Checkpoint ALR4. Das steht für Aluminium und ist auf jeden Fall die Einsteiger-Variante. Die Farbe hier ist ein Deep Dark Blue und ich finde es wirklich richtig sexy. Verbaute Teile sind auf jeden Fall eine SRAM Apex mit 11 Gängen, mechanische Scheibenbremsen, also mit Kabelzug. Das muss zwischendurch auch schon mal erneuert werden. Zu Beginn der Reise habe ich mich für diese Maxxis Tubeless Ready Reifen entschieden, da sie in der Mitte ein flaches Profil haben. Den Hinterreifen musste ich unterwegs allerdings auswechseln, bin zu dem Schwalbe G1 geraten und habe damit auch ordentlich Traktion auf die Straße bekommen. Und generell haben wir hier ungefähr 10 Kilo, nur das Fahrrad. Aktuell ist es natürlich deutlich schwieriger und wir schauen uns jetzt auch mal an, was wir da alles dran haben. Fangen wir mal mit den 3 Taschen an, die ich vorne hatte. Mein Brustbeutel, da habe ich Sonnenbrille drin, DJI Mikrofon, AirPods Pro. Das Noise Cancelling hat mir manchmal wirklich die Nächte gerettet. Portemonnaie und noch ein Schlüssel für das Schloss. Und hier hinten drin konnte ich dann immer das Bargeld aufbewahren. Hier haben wir die Lenkerrolle, da habe ich nur eine Sache drin, das geht recht fix. Hier ist nämlich einzig und allein der Schlafsack drin gewesen. Der Schlafsack ist anscheinend von BlackRock. Der ist relativ alt schon, habe ich von den Eltern von Alician ausgeliehen. Ich dachte halt, der wäre sehr dick, würde mich gut warm halten. Muss heute gestehen, ja, ganz so warm wie er aussieht, ist er leider nicht. Ob ich ihn jetzt wieder mitnehmen würde? Ja, ich glaube schon. Aber wenn ich das richtige Budget zur Verfügung hätte, würde ich doch auf eine modernere Variante umsteigen. Er ist auf jeden Fall für mich ausreichend groß gewesen. Ich kann ihn bis hier oben zuziehen und habe dann wie so eine Art Mumienschlafsack hier oben auch eine kleine Höhle, wo mein Kopf mit dem Kopfkissen dann drin war. Dann haben wir einmal die erste Gabeltasche. Diese Gabeltaschen haben übrigens ein Volumen von 4 Liter und die habe ich thematisch so aufgeteilt, dass ich einmal eine Techniktasche habe und hier ist alles drin, was ich zum Reparieren meines Reifens brauche. Eine Luftpumpe, einmal Flickzeug für den Tubeless Reifen, eine alte Zahnbürste, 2 Reifenheber, Flickzeug, Multitool und dann haben wir hier noch die Salamis für die Tubeless Reparatur. Von Decathlon noch solche Riegel, Elektrolyte, Duschgel für mich, 2 Pads für Klamotten, Füßlinge, falls es mal kalt wird an den Füßen und konträr dazu die Badehose, eine Ersatzzahnbürste, Deo, Creme für das Hinterteil und die Gabeltasche Nummer 2, was ich immer als Technik bezeichnet habe. Ganz oben drauf habe ich immer Ladekabel und Adapter gehabt. Dann habe ich hier einmal eine Sammlung von verschiedenen weiteren Kabeln und kleinen Elektroteilen. Zweite Powerbank, Multi-Anstecktool, womit ich SD-Karten und so weiter lesen konnte. Eine Box für die ganzen SD-Karten, Kartenlesegerät, noch mehr Elektrolyte, Waschstripes, die ich von Decathlon habe. Damit kann ich sowohl mich selbst als auch Wäsche waschen. Dann habe ich eine Wäscheleine, um meine Sachen auch wieder aufzuhängen.
Insgesamt dann doch eine ganze Menge, was hier in die Gabeltaschen passt. Hier vorne in der Oberrohrtasche haben wir immer dieselben Sachen gehabt. Wir haben einmal die ND-Filter für die Actioncam, wir haben die Challenges für die YouTube-Videos und wir haben eine Powerbank, wo das Kabel direkt hier unten aus der Tasche rauskommt und ich somit immer mein Handy laden konnte. Also kommen wir zur Unterrohrtasche. Die ist auch von Topeak und fasst insgesamt 4,5 Liter. Wir haben hier drin zum einen Snacks, Peanuts und Elektrolyte. Dann haben wir Zeltequipment hier drin, einmal die Stangen und die Heringe. Dann weiterhin haben wir einmal ein Multitool und Kettenöl. Außerdem haben wir da drin einmal die Sonnencreme und wir haben hier ein persönliches Andenken und zwar eine gebrochene Speiche. In Griechenland war es soweit und da habe ich mir nicht nehmen lassen, die mitzunehmen. Die Vorteile von dieser Tasche sind auf jeden Fall, dass wir einen Reißverschluss haben auf beiden Seiten. Also man kommt immer gut an alles ran, was da drin ist. Das einzige Problem ist, dass der andere Reißverschluss leider schon kaputt gegangen ist. Ansonsten haben wir im Rahmen hier noch zwei Wasserflaschen, einmal 1 Liter und einmal 0,7 Liter. Kommen wir zum hinteren Bereich. Wir haben hier einmal eine Satteltasche, auch von Topeak, mit einem Volumen von 10 Litern. Wir haben hier mein persönliches Highlight, was ich euch gleich zeigen werde. Und dann haben wir zwei Ortlieb Gravel Bags mit einem Volumen von insgesamt 29 Litern. Das Ganze ist hier hinten befestigt an einem Tubus Vego, ein Gepäckträger, den ich mir selber besorgt habe. Das war auf jeden Fall auch ein ganz schöner Aufwand, da einen passenden Gepäckträger zu finden. Mit dem bin ich aber wirklich sehr zufrieden. Fangen wir einmal an mit der Satteltasche von Topeak. Hier haben wir den Vorteil, dass wir einmal die Außentasche haben, die wir immer am Fahrrad lassen können. Und dann haben wir hier einen Dry Bag. In der Satteltasche haben wir vor allem zwei Dinge. Wir haben einmal das Zelt und wir haben meine Regenklamotten. Aktuell ist hier auch noch Tee drin, den ich in den Dry Bag habe, der hier auch zur Satteltasche gehört. Hier habe ich sonst immer das Innenzelt drin gehabt, um das eben trocken zu halten. Aktuell sieht es aber so aus, dass ich hier einmal die Unterlegmatte für mein Zelt habe. Ich habe hier das Innenzelt und dann habe ich hier einmal das Außenzelt. Und wenn ich es nicht gerade getragen habe, habe ich hier auch noch meine Regenhose und die Jacke war auch immer da mit drin. Zum Schluss war die Jacke aber immer oben drauf, weil ich sie immer gebraucht habe gegen den Wind. Oh, und ich habe hier noch, also in der Satteltasche habe ich einmal das Zelt drin, das ist von Nature Hike, das Cloud Up 2. Ist glaube ich für 2 Personen gedacht. Wir haben hier einmal die Stangen, die Heringe, eine Unterlegmatte, darauf kommt dann das Innenzelt. Und das wird dann wiederum von dem Außenzelt verdeckt. Ob das die beste Wahl ist, bin ich mir nicht so ganz sicher. Und mit dabei in der Satteltasche habe ich hier noch die Regenhose von Decathlon mit Schuhüberziehern. Okay, und dann kommen wir mal zu meinen Lieblingstaschen, die Ortlieb Gravel Bags. Die Gravel Bags haben auf jeden Fall den Vorteil, dass man einfach mit einem Zug diese Tasche vom Gepäckträger nehmen kann und man kann sie dann einfach mit ins Zelt nehmen. Kommen wir einmal zu Ortlieb Gravel Bag Nummer 1. Obendrauf haben wir immer die Badelatschen und ab und zu, wenn es trocknen musste, auch nochmal der Schwamm. Also in der Ortlieb-Tasche für die Klamotten hatten wir einmal 2 Luftmatratzen, eine von Nature Hike und eine von Decathlon. Ich habe einmal die DJI Mini Drohne mit dabei und für die Freizeit ein Notizheft, genauso wie ein Buch. An Klamotten haben wir hier einmal außen eine Regenjacke, wir haben ein Hemd, ein Freizeitshirt, ein Shirt zum Schlafen und ein langärmliches Shirt gegen die Sonne, lange Unterwäsche, genauso wie diese Socken, ein Trikotsatz mit Bib-Shorts, ein Kopfkissen, eine Schlafmaske und einmal die Zahnpasta, noch eine Boxershorts und die ich anhab. Für die sonnigen, staubigen oder kalten Tage habe ich dann hier noch einen Schlauchschal, 2-mal von Decathlon, eine lange Jogginghose und eine Strickjacke. Okay, kommen wir zur zweiten Tasche, die wir von Ortlieb haben. Ich habe sie immer liebevoll meine Küche genannt und dementsprechend ist hier natürlich alles drin, was wir zum Essen brauchen. Also in der Küche haben wir einmal einen Jutebeutel, ein Geschirrhandtuch, wir haben ein Mikrofaserhandtuch, wir haben einmal Tee, wir haben Mokka-Maschine, Kaffeebecher und Kaffee selbst, Salz, Pesto, Pasta und eine Schokocreme für Brot, eine große Gaskartusche mit dabei. Ich habe hier einen ganz kleinen Aufsatz für die Gaskartusche, natürlich ein Feuerzeug und einen Kochtopf von Decathlon für 2 Personen
und hier ein bisschen Spülmittel, um das auch wieder sauber zu machen. Ich hatte einen Kochlöffel mit dabei, ein Brett und ein Messer. Eine Stirnlampe, die habe ich immer gebraucht, wenn ich koche, deswegen ist sie hier mit drin gewesen. Dann haben wir einmal Erste-Hilfe-Pack, verschiedene Cremes, Pflaster, Verband, Mulden, Zeckenzeug, Schere, Nagelschere, Ibuprofen, Schmerzcreme. Ja, ich glaube, das war's. Und weil es da am besten mit reingepasst hat, habe ich hier noch einen Ersatzschlauch. Ich fahre ja eigentlich ohne Schlauch, denn dafür ist diese Dichtmilch, wo ich mir einmal Ersatz gekauft habe, den ich bisher tatsächlich nicht gebraucht habe. Meine Lieben, ich finde, es ist schwer vorstellbar, dass ich wirklich das alles mit dabei gehabt habe. Zum Schluss wollte ich euch aber noch meinen Lieblingsgegenstand zeigen und das ist dieser Helinox Chair One. Ein Leichtgewicht-Campingstuhl, super schnell zusammengebaut und wir sprechen hier nur über 900 Gramm. An so manchen Bergen habe ich den natürlich trotzdem ungern dabei gehabt. Zack. Dann haben wir hier dieses Gestell. Wir müssen nur einmal diese 4 Enden hier drüber ziehen. Und schon sitze ich. Und es ist wirklich super bequem auf diesem Stuhl. Ich bin nah am Boden, konnte immer schön meinen Kaffee kochen. Ja, ein Brot schmieren ist natürlich schwierig auf den Knien, aber es hat trotzdem viel besser geklappt, als hätte ich auf dem Boden gesessen. Und so bin ich unterwegs gewesen. Freunde, wenn ihr das ganze Abenteuer nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt den Kanal, denn in den nächsten Wochen werden hier all die Episoden kommen. Ich habe Challenges dabei gehabt, ich musste unheimlich oft mit den Locals sprechen. Ich habe viele Herausforderungen selber überwinden müssen und bin am Ende über 3800 Kilometer durch 10 Länder gefahren. Also, seid gerne mit dabei, lasst mir gerne eure Meinungen zu dem Setup in den Kommentaren. Lasst uns gemeinsam diskutieren und dann geht es hier bald weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.